Hallo, heute sind wir im Tierpark Vassilium Bochum. Ja, wir sind hier jetzt bei unseren Aldabra Riesenschildkröten. Die zwei Tiere, die wir hier jetzt gerade sehen, das sind unsere Männer. Das ist einmal der Welle, der sich jetzt natürlich wieder in den Vordergrund drängt. Und der links hier neben mir, das ist der Charles. Und man sieht es also vom Verhalten her schon, er ist hier wirklich ein bisschen vorwitziger und immer neugierig, kommt sofort an, wenn ein Tierpfleger ankommt, fordert so ein bisschen Streicheleinheiten, aber auch Futter, da ist man dann auch immer so einer der ersten, und ja, der Charles ist immer ein bisschen zurückhaltender. Vom Gewicht her ist es so, dass der Welle um die 200 Kilo wiegt, und während der Charles um die so 160, 180 vielleicht auf die Waage bringt. Wir haben noch zwei Weibchen, das ist einmal Flicker und einmal Murmel, die haben ein Gewicht zwischen 80 und 100 Kilo. Sind also dementsprechend kleiner und auch natürlich leichter. Jetzt gibt es hier so ein bisschen Bestechungsessen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Schnäbel, die haben, damit beißen die schon relativ kräftig zu. Man kann das auch sehen, wenn die den Mund aufhaben, dass hier diese Hornplatten wirklich so ein bisschen zahnartig wirklich auch ausgebildet sind, womit sie dann Pflanzen abreißen können. Die Tiere können selber nicht kauen, also der Kiefer ist nicht so, dass man so eine malende Bewegung irgendwie hinbekommt, sondern es wird einfach nur ein Pflanzenteil, sei es jetzt ein Ast oder ein Blatt, auch Gras wird einfach festgehalten mit dem Kiefer und dann abgerissen, und dann wird das Ganze vielleicht ein-, zweimal noch in Form gebracht und dann komplett abgeschluckt. Ja. Diese Schildkröten, die kommen wirklich nur noch im Moment draußen in der Natur auf einem Atoll vor. Das ist eben dieses Aldabra-Atoll im Indischen Ozean. Wenn man sich die Gegend dort anguckt, dann ist es halt so, dass es ein sehr flaches Gebiet ist. Und wenn man bedenkt, dass die Meeresspiegel weiterhin ansteigen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann dieses Gebiet wirklich überflutet wird. Inzwischen ist dieses Atoll halt wirklich unter Schutz gestellt. Es gehört zum Weltkulturerbe. Von daher passiert zumindest durch Menschenhand da nicht mehr viel. Früher war es allerdings so, zu Seefahrerszeiten, dass die gezielt angesteuert wurden, die Inseln, um die Schildkröten als Proviant quasi mit aufs Schiff zu nehmen und die Tiere dann als lebende Nahrung dort erstmal an Bord zu halten und dementsprechend dann irgendwann auch aufzuessen. Deshalb ist damals der Bestand ziemlich massiv geschrumpft. Inzwischen halt eben durch diese Unterschutzstellung passiert den Tieren zumindest durch Menschenhand erstmal nichts mehr. Es gibt Zuchtstationen tatsächlich auch, um die Art weiter zu erhalten, und entsprechend beteiligen sich die Zoos natürlich auch weiterhin an der Zucht dieser Schildkröten. Ja, du bist jetzt aber auch gierig, ne? Ja. Eine Besonderheit ist auch bei den Riesenschildkröten hier, dass auch wieder bezogen auf den Lebensraum, wie ich schon sagte, ist diese Atollregion dort ziemlich flach. Es gibt keine Süßwasservorkommen, weshalb die Insel auch für den Menschen relativ unwichtig war, weil man konnte da nicht großartig ansteuern und sich dort breit machen, weil es eben Süßwasserquellen nicht gab oder jetzt auch nicht gibt. Und es ist jedoch so, dass bei Regenfällen sich dort auf den felsigen Böden halt Pfützen bilden, und die Schildkröten haben es wirklich geschafft, einen Mechanismus zu entwickeln, dass sie durch die Nasenlöcher aus den Pfützen Wasser trinken können. Also die müssen nicht großartig tief mit dem Kopf ins Wasser tauchen, sondern über die Nasenlöcher können sie trinken. Und gut riechen, ne? So.
Panzer her. Ich habe hier jetzt mal ein Exemplar mitgebracht von einer Sumpfschildkröte. Hier ist der Bauchpanzer quasi einmal abgenommen worden und wenn man hier so reinschaut, sieht man, dass das hier die Wirbel sind, also die Wirbelsäule, die miteinander verwachsen ist. Und diese kleinen Abgänge hier, das sind die Rippen, die verbreitert sind und untereinander auch verwachsen sind. Wenn man hier allerdings noch mal reinschaut, dann sieht man noch so ein altes ein Gefäß, also ein Adersystem. Und man sieht hier auch zwischen den Rippen immer noch so eine kleine Furche. Und wenn die Schildkröten wachsen, dann wird Material quasi in dieser Furche angelagert und dadurch verbreitert sich diese Rippenpartie und der ganze Panzer wächst eben gleichmäßig in alle Richtungen mit. Und äußerlich, das sieht man hier jetzt eben nicht, also das hier ist Hornmaterial und der Knochen, der eigentliche Knochen, den wir hier gerade von unten gesehen haben, der ist unter dieser Knochenpartie. Und wenn wir gerade gesehen haben, dass der ganze Bereich hier mit Blutgefäßen durchblutet ist und es gibt auch Nerven, die hier an diesen Knochen entlang gehen, dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass die Schildkröten eben keinen leblosen Panzer mit sich schleppen, sondern das Ganze ist alles sehr feinfühlend, sodass die Schildkröten auch wirklich Berührung wahrnehmen, wenn man hier über den Panzer streicht oder wenn man sogar irgendwie draufklopft, was man ja eigentlich eben nicht tun sollte, weil es wirklich schmerzhaft für die Tiere ist. Wir haben im Haus selber so eine Möglichkeit, dass sich die Schildkröten wirklich selber auch kratzen können. Das sind so grobe Bürsten und es ist eigentlich fast jeden Tag, 1-2 Mal am Tag gehen die Schildkröten wirklich unter diese Kratzanlage, unter die Kratzbürsten und schubbern sich selber in den Rücken. Wenn wir das machen, dann finden die das eigentlich auch sehr gut und das gefällt denen schon. Das ist übrigens das, was die draußen auch machen würden im Lebensraum, wo sie eigentlich herkommen. Die grasen quasi. Also es gibt da so eine Strauchvegetation, aber hauptsächlich eben Gräser, also niedrige Vegetation und die Schildkröten halten quasi den ganzen Bereich auf eine gewisse Höhe, so wie sie das hier eigentlich auch machen. Wenn wir so einen Sommer über auf der Anlage sind, dann ist hier, glaube ich, kein Grashalm höher als 1 Zentimeter. Ne, ihr seid sehr effektiv, was Grasen angeht. Nebenbei gibt es bei uns immer wieder frisches Laub in Form von Weiden, Ästen, alles was so an Laub verfütterbar ist, fressen die eigentlich sehr gerne. Beliebt sind auch farbige Sachen, Blüten, sei es der Löwenzahn oder irgendwelche Malvengewächse sind sehr beliebt. Alles was farblich ist, wird sofort genommen. Und genau, wir haben auf der Außenanlage, wo wir hier jetzt sind, halt diese große Grasfläche. Wir haben einen Mammutbaum, der den Tieren eben auch Schatten gibt und das nutzen sie auch. Wenn es im Sommer sehr, sehr warm ist, dann gehen sie natürlich nicht ins Haus und suchen sich die Schattenplätze, sondern sie verstecken sich alle unter diesem großen Mammutbaum. Ich glaube, die Flicker ist jetzt auch gerade unten drunter und hat sich schon mal jetzt bei der Sonne den Schattenplatz gesucht. Auch das würden sie draußen in der Natur machen, wenn gerade eben zur Mittagszeit die Sonne quasi im Zenit steht, immer Schattenplätze aussuchen. Da werden dann gezielt, meistens sind es Mangroven, die dort den Schatten spenden, aufgesucht und man legt sich da halt den Mittag über hin und zum Abend hin, wenn es wieder ein bisschen kühler wird, kommen die Schildkröten dann wieder raus und gehen dann wieder auf Nahrungssuche. Das kann man hier eigentlich auch ganz gut sehen, eben gerade wird der Mammutbaum schon mal aufgesucht, die anderen Tiere liegen auch im Schatten, jetzt bei der Sonne und grasen ein bisschen vor sich hin. Wenn wir einmal im Haus gucken möchten, wir haben hier eben diesen Sandbereich, den wir regelmäßig feucht halten können, den die Schildkröten auch brauchen, damit sie graben können. Sie graben sehr gerne, ruhen sich dann auch nachts hier gezielt in irgendwelchen Ecken aus. Und eben auch zur Eiablage sind Plätze nötig, die halt gut grabfähig sind, wo die Schildkröten dann ihre Eier ablegen können. Das ist dieser Bereich. Das Glas ist UV-durchlässig. Und genau, sommers wie winters können wir halt hier dieses Haus noch nutzen, damit die Schildkröten Grabemöglichkeiten haben. Beheizt wird das Ganze im Winter natürlich auch, aber man sieht schon jetzt, sobald die Sonne, wir haben direkt den Sonnenstand über dem
über dem Gewächshaus, über diesem Wintergarten. Wir müssen eigentlich, sobald die Sonne ordentlich am Himmel steht, müssen wir eigentlich kaum heizen hier. Wir haben jetzt schon wieder um die 30, 40 Grad ohne irgendwelche Heizung. Im Winterhaus selber haben wir halt diesen Pool, der eine Bodenheizung quasi verfügt, sodass das Wasser im Pool wirklich angenehm warm ist, auch so um die 26 Grad. Und in manchen Bereichen im Haus selber haben wir auch eine Bodenheizung verlegt, sodass die Schildkröten auch gezielt warme Plätze aufsuchen können, aber eben auch die ganze Zeit nicht irgendeiner Wärme ausgesetzt sind, sondern sie können halt auch gezielt Bereiche aufsuchen, wo es eben nicht so warm ist, was eben für Schildkröten oder allgemein auch für Reptilien wichtig ist. Sie brauchen zwar Wärme von außen, aber sie müssen dieser Wärme auch irgendwo entgehen können. Genau, wir haben eben noch diese besagte Bürste, kommt eigentlich aus der, ich glaube, es sind so Rinderkratzbürsten. Und wie gesagt, die Tiere suchen ja gezielt irgendwo, meistens morgens, diese Bürsten auf, schubbern sich, gehen richtig nach vorne, nach hinten und genießen diese Kratzeinheiten hier. Das ist schon ziemlich gut fürs Komfortgefühl der Tiere. Wir haben halt unterschiedliche Futterplätze, weil wir ja verschiedene Tiere haben, die auch unterschiedlich schnell fressen. Gibt es an mehreren Stellen halt Futter. Und was auch ganz wichtig ist bei den Schildkröten ist, also es sind nicht irgendwelche Tiere, die vor sich hin leben, sondern sie suchen schon gezielt Aufgaben. Wir haben halt eben zur Beschäftigung so Kanister, da sind halt diese Pellets drin, die sie sehr gerne mögen. Und sie müssen halt wirklich gezielt die Kanister anstupsen, bis durch die Löcher halt das Futter rauskommt. So fordern wir die Tiere halt auch geistig noch ein bisschen. Da hinten habe ich gerade gesehen, ist noch so ein Futterball, der halt auch mit Pellets oder mit Blüten oder mit Blättern halt gefüllt werden kann. Genau, dann haben wir hier noch so einen netten Ball mit Heu. Und es ist wirklich so, dass die Tiere beschäftigt werden möchten und es gezielt auch solche Spielvorrichtungen aufsuchen und sie nutzen. An den Seilen hängen immer Laubzweige. Meistens ist es Weide, weil das schöne lange Äste sind. Und auch da ist es so, dass die Tiere sich hinstellen und den Ast von unten bis oben abknabbern, denn sie können sich auch wirklich aufrichten und schon, wenn sie wollen, wirklich so eine Höhe erreichen. Zur Unterstützung, vor allem zur Winterzeit, haben wir hinten an der Wand noch einen relativ starken UV-Strahler, weil im Winter eben die Sonneneinstrahlung bzw. die Menge des UV-Lichts halt nicht so hoch ist, unterstützen wir das halt künstlich noch mit diesem Strahler. Unter der Decke hier sieht man auch gerade, haben wir eine elektrische Seilwinde installiert mit einer Waage. Das ist so eine Federwaage. Und wir können die Tiere so trainieren, dass sie sich auf diese Kunststoffpalette setzen und dort auch wirklich bleiben. Und wir quasi mit dieser Winde diese Palette mit der Schildkröte anheben können und dann das Gewicht ziemlich gut überprüfen können mit Hilfe von dieser Federwaage. Das machen wir so ungefähr 1-2 Mal im Jahr, halt einfach um so einen Überblick zu haben, wie unsere Tiere gerade vom Gewicht her sind. Als Bodenbelag haben wir hier keinen Betonboden oder irgendwelche Fliesenböden, die natürlich einfacher zu reinigen wären, sondern das hier ist etwa 2 cm Gummiasphalt und der hat halt den Vorteil, dass er ein bisschen nachgibt und eben aufgrund der gummiartigen Beschaffenheit und Oberfläche halt keine Scheuerstellen am Panzer hervorruft. Gerade wenn man hier mit dem Sand am Panzer auf Beton oder auf Fliesen kommen würde und da drüber schrubbt, oder es ist ja im Prinzip ein Schleifeffekt, würden wir eigentlich am Ende irgendwelche Panzerschäden hervorrufen und durch den relativ weichen Gummiboden können wir dem eben entgegenwirken.
Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und aktiviert auch die Glockenbenachrichtigung, um kein neues Video mehr zu verpassen.